Lahnstein-Bank steckt in einer schweren Krise, die ganze Firma ist in Gefahr und mir hat Ludwig die Verantwortung übertragen. Und du glaubst, Medikamente helfen dir dabei? Ich würde doch niemals meine eigene Auktion manipulieren. Der Image-Schaden, der ist gar nicht wieder gut zu machen. Du weißt, was das bedeutet. Ja, natürlich, das Auktionshaus wäre nicht mehr zu halten. Ich stelle dir jetzt eine Frage, Jessica. Der Vater von dem Baby ist es sagen. Mir wird schlecht. Sag es einfach. Verdammt nochmal, ist sagen der Vater, ja oder nein? Warum ist der Vater? Internen Quellen zufolge sollte der Erlös aus der Van Gogh-Versteigerung dazu beitragen, das finanziell angeschlagene Familienunternehmen der von Lahnsteins zu sanieren. Doch nach den Vorwürfen der Preistreiberei dürfte die Auktion mehr Schaden als Nutzen angerichtet haben. Alle Welt weiß Bescheid. Und ich dachte, ich krieg den Sponsorentermin fürs Gespüt noch irgendwie vorher über die Bühne. Wir werden die Exponate verkaufen müssen und das so schnell wie möglich. Ausgerechnet jetzt. Unser Ruf auf dem Kunstmarkt ist im Keller. Nichts ist so langweilig wie die Zeitungsmeldung von gestern. Du hast das Auktionshaus gerade weltweit lächerlich gemacht. Woher nimmst ausgerechnet du deinen ungesunden Optimismus? Erfahrungswerte. Wir verkaufen. Aber nicht jetzt. Wir warten, bis sich die Lage beruhigt hat. Wacht endlich auf. Es wird nie wieder eine seriöse Lahnstein-Auktion geben. Unser Name auf dem Kunstsektor ist verbrannt. Das Einzige, was wir jetzt noch tun können, ist, die Bank zu stützen. Sonst verlieren wir auch noch LCL, das Gestüt und Lahnstein Entertainment. Aber bitte, wenn ihr das riskieren wollt. Soll das heißen, du schlägst vor, eine weitere Sparte zu schließen? Ein Einschreiben, Gräfin. Soeben eingetroffen. Danke, Justus. Hat vielleicht einer der Herrschaften noch einen Wunsch? Wir werden verklagt. Daniel hat die ganze Zeit gewusst, dass das Baby von Hagen ist. Ich musste ihm versprechen, nichts zu sagen. Dann ist ja jetzt wenigstens klar, warum er weg ist. Ich wollte das doch auch nicht. Das mit Hagen und mir hatte überhaupt nichts zu bedeuten. Was? Jetzt bedeutet es aber was. Für uns alle. Wie lange wolltest du es eigentlich noch vor uns geheim halten? Ich wusste noch nicht, wie ich es dir sagen soll. Du warst wieder glücklich mit Hagen und ich weiß doch, dass du keine Kinder kriegst. Bitte hau einfach ab! Scheiße, hau ab! Elisabeth, wenn du das abhörst, melde dich bitte mal bei mir. Ich bin jetzt auch wieder in der Wohnung zu erreichen. Ich habe mit Bella alles geklärt. Natürlich bis auf. Na und, hast du alles bekommen, was du wolltest? Ja, auch wenn Schreinerhosen hier in Düsseldorf wirklich dreimal so teuer sind wie in Tübingen. Na, noch ein Grund mehr, bei mir wohnen zu bleiben. So habe ich das nicht gemeint. Ich auch nicht. Ich danke dir, Bella, dass du mir meinen Aussetzer nachsiehst. Wie gesagt, für schräge Aktionen bin ich auch bekannt. Und da war deine Flucht ins Hotel noch eher harmlos. Wie es aussieht, haben wir viel gemeinsam. Ja, so viel nun auch wieder nicht. Nein, nein, ich
freue mich doch. Ich meine, wenn wir dann zusammen wohnen, dann kann dich nichts so schnell schockieren. Ebenso, hoffe ich. Wie wär's? Wollen wir auf unsere neu gegründete WG noch ein Gläschen trinken bei mir im Schneiders? Na, warum nicht an meinem letzten freien Tag? Schön. Aber du musst mir eins bitte versprechen. Wenn ich dir auf die Nerven gehe, sag es mir einfach. Ich lass dich sofort in Ruhe. Versprochen. Aber das gilt auch umgekehrt. Okay. Auch wenn ich nicht glaube, dass das so schnell passiert. Ach du, ich kann eine ziemliche Nervensäge sein. Frag Olli. Ach, das liegt ja dann wohl in der Familie. Es handelt sich um eine Sammelklage wegen unlauterer Preistreiberei mittels unerlaubten Mitbietens bei der eigenen Auktion. Keine Namen? Nein, wunderbar. Diese Auktion sollte unsere Krise beenden und das Einzige, was wir erreicht haben, ist, dass wir eventuell noch eine Sparte verlieren. Na, zufrieden? Deinetwegen haben wir jetzt auch noch eine Klage am Hals, weil du ja unbedingt bei der eigenen Auktion mitbieten musstest. Von dem zerstörten Van Gogh mal ganz abgesehen. Und übrigens war das mein Geld. Und übrigens war die Krise schon vorher da, weil du die Bank in die Pleite getrieben hast. Und was die Klage betrifft, es gibt überhaupt keine Beweise. Oh, na dann ist ja alles bestens. Bitte, wir brauchen keinen Streit, wir brauchen Lösung. Sebastian, kannst du den Fall übernehmen? Ja, dann finde doch bitte heraus, mit welcher Summe wir im schlimmsten Fall rechnen müssen. Und vor allem, wer alles hinter dieser Klage steckt. Schon so gut wie erledigt. Und Sie, Ansgar, Sie prüfen den Saldo des gesamten Konzerns. Vielleicht haben wir ja durch den Verkauf der Immobiliensparte so viel eingenommen, dass wir einen Vergleich anbieten können. Ihr Worte haben uns Gehörgang. Kann ich von München aus irgendwas tun? Hol Geld ins Haus. Viel Glück bei den Sponsoren. Elisabeth, ich will nichts hören, Tristan. Oh Gott. Beautiful garden, where have you gone? Für dich würde ich bis ans Ende der Welt gehen. My self-delusions are leaving. Das ist bestimmt ein Irrtum, Anna. Da müssen wir erst mal mit der Ärztin drüber sprechen. Jetzt steht da schwarz auf weiß. Ich kann keine Kinder kriegen. Ich habe mit einer anderen Frau geschlafen. Für immer und ewig. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hallo, Luca. Frau Schneider, darf ich kurz? Ja. Die neuen Weine sind zum Verkosten angekommen. Und unser Weinlieferant meinte, dass wir unbedingt bestellen sollten, weil die besten Tropfen sind schon fast alle vergriffen. Ja, danke, Luca. Das ist unser Stammlieferant. Und der hat nicht nur die besten Weine, sondern auch die beste Strategie. Kauf schnell, sonst sind alle Weine weg. Du, wir können das mit dem Anstoß auch verschieben. Nein, im Gegenteil. Wir werden gleich aus dem Anstoßen gar nicht mehr rauskommen. Du hilfst mir beim Verkosten. Was hältst du davon? Was magst du lieber, Weiß oder Rotwein? Ihr? Unsere neuesten Zahlen. Um Gottes Willen. Das sieht ja viel schlimmer aus als befürchtet. Die gesamte Kalkulation war darauf begründet, dass die Auktion ein Erfolg wird. Weiß Sebastian schon, wie hoch die Konventionalstrafe ausfallen wird? Nein, aber wenn die Geschichte die Runde macht, sind wir geliefert. Wir verlieren weitere Investorengelder. Das wäre ja auch das Ende der Bank und damit der gesamten Firma. Also ich sag's wirklich nur ungern, aber ich muss zugeben, dass Sebastian recht hat. Wir müssen das Auktionshaus veräußern. Selbst wenn wir das Ganze als Komplettpaket anbieten, könnte uns das den nötigen finanziellen Spielraum verschaffen. Und was sag ich, Ludwig, wenn der wieder zurückkommt?
Sie wissen genauso gut wie ich, dass das Auktionshaus eine der Säulen dieses Unternehmens ist. Elisabeth, diese Konventionalstrafe kann uns den Rest geben. So weit sind wir noch lange nicht. Wir werden hier nicht vorschnell das Handtuch werfen. Wir müssen offen mit der Sache umgehen. Besonders den Mitarbeitern gegenüber. Das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann, sind irgendwelche Gerüchte. Ich fürchte, Sie müssen davon ausgehen, dass die bereits in vollem Gange sind. Ich wette, 9 von 10 Mitarbeitern durchforsten gerade das Internet nach Stellenanzeigen. Sie haben Angst? Angst ist schlecht für den Umsatz. Hören Sie, Elisabeth, ich kann verstehen, dass das alles momentan nicht leicht ist für Sie. Ich brauche Ihr Mitleid nicht. Ich meine das ganz ernst. Ich finde es unverantwortlich von Ludwig, dass er Sie in dieser Situation allein lässt. Ansgar, ich werde mit Ihnen nicht über meinen Mann reden. Informieren Sie die Abteilungsleiter, ich will mit den Mitarbeitern reden. Sie wollen sich allen Ernstes in den Geschäftsstellen der Meute stellen, sich mit Fragen bombardieren lassen, mit Vorwürfen überschütten? Ja, die Leute haben ein Recht darauf. Ja, das stimmt. Danke, Ansgar. Das war's. Wenn wir das alles trinken, dann bin ich nachher aber sternhagelvoll. Ja, natürlich verkosten wir immer nur einen ganz kleinen Schluck. So. Oh, Luca übrigens. Das ist Bella, meine neue Mitbewohnerin. Und neue Weinverkosterin. Hallo. Hallo, Luca Fontanello. Luca, der Wein. Lassen Sie mich raten. Sie sind verwandt. Ich bin Ollis Schwester. Also die Nichte von Frau Schneider. Sowas in der Art, ja. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ach, das finde ich jetzt nicht. Also, legen wir los. Die Lahnsteins haben sich noch aus jeder Krise herausfinden können. Mach dir doch keine Sorgen. Entschuldige mich mal kurz, ja. Schatz, was ist los? Das Baby. Welches Baby? Jessicas Baby. Es ist von Hagen. Oh. Oh. Mehr fällt dir jetzt dazu nicht ein? Ich kann mir vorstellen, dass es ein Schock für dich sein muss. Du hast es gewusst. Wie lange? Seit 3 Wochen. Bella, nur einen kleinen Schluck. Es kommt doch noch mehr. Aber der ist so gut und edel und also definitiv teurer als 5,99. Der hatte eine feine Note von Anis. Hast du das gemerkt? Ich glaube aber, dass du mehr schmeckst, als du glaubst. Du kannst es nur nicht so in Worte fassen. Pass mal auf. Was haben wir jetzt als nächstes, Luca? Als nächstes haben wir den 2007er Sauvignon. Südhang und trockene Holzspinne. Das soll ich trinken. Das ist nur die Bezeichnung der Lage. Es hat nichts mit dem Inhalt der Flasche zu tun. Okay. Also Bella, schließ die Augen. So, hier. Da hältst du jetzt mal dein Näschen rein. So, und jetzt koste ihn mal. Und dann sag mir, an was du dich erinnerst. Mach mal eine kleine Reise in die Vergangenheit. Tübinger Schlossberg mit den blühenden Wildblumen. Wenn man weiß, jetzt hat man es geschafft. Jetzt fängt der Sommer an. Siehst du, ich wusste, dass du das kannst. Und für den Fachidioten, der den Tübinger Schlossberg nicht kennt, heißt das leichtes, blumiges Bouquet. Ich wusste, dass du das kannst. Hallo Olli. Auf dem Tübinger Schlossberg.
Nein, war nur ein Spaß. Was gibt's denn? Aha. Ja, gleich komme. Notfall in Low Limits, der Kicker ist kaputt. Oh, und deshalb ruft er dich dann an? Na, ich bin doch Schreinerin. Ach, Kind, ich sehe so viel in dir, aber nicht die Schreinerin, entschuldige. Gewöhnst du dich schon noch dran, aber bitte nenn mich nicht Kind. Die Singles, die sich sonst um mich reißen, die denken doch, ich wohne noch bei meiner Mama. Ah. Tschüss, bis später. Bis später. Danke, hat Spaß gemacht. Ah, mir auch. Um Gottes Willen. Sebastian sagt, dass das nicht ernst gemeint ist. Ich meine, wer soll das bezahlen? Ich weiß, du willst das jetzt nicht hören, aber wir müssen das Auktionshaus verkaufen. Unter Wert? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Dann stehen wir ja finanziell schlechter da als vorher. Und wir hätten eine Sparte weniger. Eine Sparte, die außer einem kaputten Ruf nichts mehr zu bieten hat. Wann siehst du das endlich ein? Trotzdem, das können wir uns nicht leisten. Ich kann dir sagen, was wir uns nicht leisten können. Eine polizeiliche Untersuchung. Und genau die haben wir am Hals, wenn wir die Kläger nicht zufriedenstellen. Elisabeth, das wäre eine Katastrophe. Die werden hier alles beschlagnahmen, sämtliche Konten einfrieren und das auf unbestimmte Zeit. Wir wären am Ende. Du könntest dir also aussuchen. Entweder wir verlieren das Auktionshaus oder die gesamte Firma. Warum hast du es mir nicht gesagt? Ich hab's ihr versprochen. Ist ja schön, dass sich Jessica so auf dich verlassen hat. Ja, es ist mir auch nicht leicht gefallen. Aber ich wollte ihr die Chance geben, dass sie es dir selber sagen kann. Hat sie aber nicht. Ich bin da selbst drauf gekommen. Weißt du, wie sich das anfühlt? Es tut mir so leid. Wirklich. Und wenn sie schon mit meinem Mann in die Kiste steigt, warum kann sie da nicht wenigstens verhüten? Ich verstehe, Jessica. Es ist wirklich nicht leicht für sie. Weißt du, als ich mal in dieser... Ja, ich weiß, dass du auch mal in dieser Situation warst. Bla, bla, bla. Du hast allen Grund, wütend auf mich zu sein. Aber mein Schatz, wenn du ehrlich bist, dann geht es hier jetzt überhaupt nicht darum, von wem du das erfahren hast. Ich will nicht sagen, Baby, von wem man das kriegt. Sebastian. Ich will gleich vor die Abteilungsleiter treten. Die Schlagzeilen haben die Mitarbeiter verunsichert. Und ich denke, wenn wir jetzt Gesicht zeigen, dann... Ich kann dich nicht begleiten. Telefonkonferenz mit dem Anwalt der Kläger. Wir können nur hoffen, dass der einem Vergleich zustimmen. Ja, natürlich, das geht vor. Viel Erfolg. Ich kann versuchen, nachzukommen. Nein, das ist nicht nötig. Viel Erfolg. Dir auch. Geht's dir nicht gut? Sie sehen ganz blass aus um die Nase. Es ist alles in Ordnung. Wollen Sie wirklich so vor die Mitarbeiter treten? Ich meine, es ist Ihre Entscheidung, aber besonders frisch sehen Sie nicht aus. Ich könnte Sie natürlich vertreten. Ansgar, tun Sie mir einen Gefallen. Halten Sie mich nicht für dümmer, als ich bin. Elisabeth, Ihre Hände zittern. Sie sind das reinste Nervenbündel. Grundsätzlich wäre mir das natürlich egal, wenn Sie nicht gerade vorhätten, die Firma zu repräsentieren und die Krise herunterzuspielen. Hier geht es immerhin um die Existenz von Lahnstein Enterprises. Hören Sie, ich reiße mich wirklich nicht darum, mit Ihnen an einem Strang zu ziehen. Aber vielleicht sollten wir unsere persönlichen Differenzen wenigstens so lange beilegen, bis wir unsere Firma stabilisiert haben.
Das heißt, du nimmst dir diese komische Hotelaktion nicht übel? Ich fand das schon ein bisschen schräg, aber... Sag mal, wie kriegt man denn den Tisch so kaputt? Irgendein Vollpfosten hat sich draufgesetzt. Und, Hausverbot? Ja, aber sowas von. Also dann wirst du wirklich mit Charlie zusammenziehen. Ja, sie hat mich doch darum gebeten. Und ich mag sie echt gern. Schließlich ist sie fast sowas wie eine Tante. Ja, und immer für eine Überraschung zu haben. Das habe ich ja auch schon gesagt. Ich glaube, da sind wir uns echt in vielem ähnlich. Oh Gott. Hey, Vorsicht. Das freut mich doch wirklich. Ihr zwei werdet bestimmt jede Menge Spaß zusammen haben. Ah, das glaube ich auch. Diese Weinprobe, die war schon mal extrem witzig. Auch wenn ich mich eigentlich gar nicht für so einen Schickimicki-Kram interessiere. Sondern? Erstmal, wie wir deinen Goldesel hier wieder auf die Beine stellen. Gut. Hast du mal 2 Böcke? Böcke? Elisabeth lässt Sie vor den Abteilungsleitern sprechen? Was haben Sie ihr denn ins Essen getan? Die scheinbar so desolate Situation unseres Unternehmens ist ja offensichtlich auf den Magen geschlagen. Ich meine sogar, dass sie Tabletten nimmt. Und von Ludwig weit und breit keine Spur. Sie kann einem leid tun. Tja, sie hat sich wohl einfach übernommen, aber sie hat ja mich, der ihr zur Seite steht. Jetzt weiß ich auch, warum sie die Tabletten braucht. Wann werden Sie mir endlich meine Firma überschreiben? Sobald ich mit der lieben Verwandtschaft fertig bin. Sonst könnte ich vielleicht auf die Idee kommen, Ihre liebe Verwandtschaft zu informieren, dass Sie die Krise der Lahnsteinbank nur erfunden haben. Die Immobiliensparte ist verkauft, das Auktionshaus ist schon beinahe passé. Alles läuft nach Plan. Aber mit Hagen musst du reden. Was soll ich ihm dann bitte sagen? Mit uns hat's leider nicht geklappt, aber hey, herzlichen Glückwunsch, du bist trotzdem Vater. Für ihn ist das im ersten Moment genauso ein Schock wie für dich jetzt. Hagen hat sich schon immer Kinder gewünscht. Das weiß ich, seit ich ihn kenne. Jetzt kriegt er eins nur leider nicht mit mir. Schatz, er liebt dich. Und dieses Baby wird daran nichts ändern. Willst du, dass er es von jemand anderem erfährt? Nein. Du lässt dich durch Ansgar vertreten, ausgerechnet? Bitte, Charlie, jetzt du nicht auch noch. Sebastian sitzt mir schon zu. Ja, aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich mich im Moment bei diesem ganzen Chaos, das mich umgibt, auf Ansgar verlassen kann. Komisch, das klingt. Ja, aber du brauchst ihn nicht. Du kannst selbst handeln. Also ich verstehe nicht, dass du ausgerechnet Ansgar an die vorderste Front lässt. Er ist der Einzige, der die Nerven behält. Die Bieter der Auktion haben uns geschlossen verklagt. Und Sebastian, der rät mir ernsthaft, das Auktionshaus zu veräußern. Das ist eine Katastrophe. Ludwig wird mir das nie verzeihen. Tja, verzeihen? Was soll denn der Unsinn? Er hat mir während seiner Abwesenheit Lahnstein Enterprises anvertraut. Ein Firmenimperium, das wächst und gedeiht. Und was mache ich? Ich leg das alles in kürzester Zeit in Schutt und Asche. Wenn er zurückkommt, ist nichts mehr da. Aber das ist doch nicht deine Schuld. Du hast getan, was du konntest. Ja, aber Ludwig. Wo ist er denn? Wann hast du das letzte Mal von ihm gehört? Trotzdem suchst du die ganze Zeit Lösungen für ihn. Zerbrich dir doch nicht mehr seinen Kopf, sondern nutze mal deinen eigenen. Elisabeth, du bist eine gestandene Geschäftsfrau. Komm, geh jetzt raus und zeig deiner Familie, wie man Geschäfte macht. Worauf wartest du noch? Hagen? Hey! Ich wusste gar nicht, dass du noch vorbeikommst. Ja, ich wollte unbedingt noch mit dir reden, bevor du noch Mädchen fährst. Jetzt hast du es schon gesehen, hm? Ich wollte sie noch rahmen lassen. Ist sie nicht eine Schönheit, unsere Winslet? Ja. Das
sieht ja wirklich nach handfester Arbeit aus. Charlie, willst du mir helfen? Oh nein, das würde ich dir nicht antun. Ich habe 2 linke Hände. Aha. Ich wollte Olli ein paar Geheimtipps für die besten Weine der Saison geben, sonst sind die morgen vergriffen. Ich verstehe. Dein Weinhändler gibt dir Provision, ha? Sagen wir so, wir haben eine gute Geschäftsbeziehung. Bella, du bist also eine richtige Möbelschreinerin, ja? Ich dachte, du arbeitest nur auf Baustellen. Nur, natürlich in Anführungszeichen. Mein Gesellenstück war eine Wiege aus Mooreiche. Alles Holzverbindungen. Arbeitest gerne mit Holz, ja? Weißt du, Holz, das lebt, das atmet. Man kann eigentlich alles daraus bauen. Häuser, Schiffe, Böden, Kickertische. Kannst du mir mal bitte den Gärungsweg aus der Tasche geben? Okay, du hast wahrscheinlich genauso viel Ahnung vom Handwerken wie ich vom Wein. Hey, ihr könnt ja zusammen ein Weinregal bauen. Könnt ihr eure gemeinsamen Interessen verbinden. So, Brüderchen, noch eine Schraube. Fertig. Gut. Dann kann man jetzt also wieder spielen. Was heißt denn hier wieder? Hast du schon jemals im Leben gekickert? Das ist sowas wie eine Pflichtveranstaltung, Dröge. Also sorgen Sie dafür, dass er antrabt. Er und sein Stellvertreter auch, damit die gleich wissen, worum es geht. Darauf sind wir alle sehr gespannt. Ja, das dürfen Sie auch. Na, genießt du deine 5 Minuten Ruhe? Sebastian, wie schade, dass du keine Abteilung mehr leitest. Aber ich lasse dich gern zuhören. Kleine Lektion in Sachen Mitarbeitermotivation. Wer gähnt hat verloren, ja? War das vielleicht früher bei Ludwig, der alten Schlaftablette? War. Aha. Und deine Rede läutet also ein neues Zeitalter der Firmenführung ein. Weißt du, ich helfe nur Elisabeth aus. Hast du nicht gemerkt, wie schlecht es ihr geht? Ansgar, der barmherzige Samariter, wer es glaubt, wird selig. Guten Tag zusammen. Danke, dass Sie Ihre Termine so kurzfristig verschieben konnten. Elisabeth, Sie müssen wirklich nicht. Danke, Ansgar, für Ihr Entgegenkommen, aber ich habe es mir anders überlegt. Meine Damen und Herren, darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wie steht dir die Handtasche? Warum hast du früher nichts gesagt? Ich meine, du hast gerade erst Geburtstag Zu gehabt. Beginn leider eine traurige Nachricht. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns dazu entschlossen, das Auktionshaus zum Verkauf zu stellen. Es wird also nicht länger Teil unseres Unternehmens sein. Sie ist der Hammer, oder? Ja. Meine Schwester. Es ist schade, dass ich nicht ein bisschen was von ihrem handwerklichen Talent abbekommen habe. Sag mal, Olli, hast du es deiner Mutter eigentlich schon erzählt mittlerweile, das mit Bella? Müsste ich aber wohl bald mal. Denkst du, es ist unbedingt nötig? Du denn etwa nicht? Ach, deine Mutter hatte doch keine Ahnung, dass dein Vater jemals eine Affäre mit einer anderen Frau hatte. Und du weißt, Wolfgang war für sie ein Held. Ja, die Nachricht wird garantiert ein Schock. Deswegen wollte ich sie auch nicht am Telefon sagen, aber ich komme hier in nächster Zeit nicht weg, um mal nach Meppen zu fahren. Ja, ist ja gut so. Ich meine, nach 27 Jahren kommt es ja auf ein paar Wochen mehr oder weniger auch nicht an. Vielleicht hast du recht. Ist ja auch nicht gerade so, dass ich mich drum reiße. Jetzt hoffen wir, dass wir das Auktionshaus zu einem einigermaßen akzeptablen Preis verkaufen können. Entschuldigung, ich wollte dich mit unseren Geschäftsproblemen nicht runterziehen. Ja, nein, ich wusste nicht, dass es so ernst ist. Von dem Sponsorentreffen in München hängt eine Menge ab. Wir brauchen unbedingt Kapital. Aber das wird schon. Solange wir uns haben. Also, was wolltest du mir erzählen? Du, ist nicht so wichtig. Es ging nur um den Trainingsplan, aber das hat Zeit. Also du hast ja jetzt gerade wirklich andere Sorgen. Ist das wirklich alles? Ja, sicher.
Ja, sicher. Hallo, ich bin dein Mann. Du, verpasst du nicht deinen Flieger, wenn du jetzt nicht losgehst? Ich fahre nicht eher nach München, bevor du mir nicht gesagt hast, was mit dir ist. Also gut, es geht um Jessica. Also eigentlich geht's um das Baby. Es ist schwer für dich, dass sie schwanger ist. Ich weiß es. Als die beiden es uns verkündet haben, da habe ich auch gedacht, warum die? Warum nicht wir? Aber weißt du was? Dann ist mir wieder klar geworden, was für ein Glückspilz ich bin. Dass ich dich habe. Wir sind was ganz Besonderes. Sind wir das? Ja, das sind wir. Schau uns doch an. Wir gehören zusammen, wir lieben uns. Und ich bin heilfroh, dass jetzt wirklich nichts mehr zwischen uns steht. Pass auf, wir telefonieren. Mindestens 5-mal am Tag. Mindestens. Pass auf dich auf, ja? Du auch. Das Unternehmen macht negative Schlagzeilen. Gerüchte von einer angeblich drohenden Pleite kursieren. Und glauben Sie mir, ich kann sehr gut verstehen, dass die Kollegen sich Sorgen machen. Und um ehrlich zu sein, ich sorge mich auch. Aber die Schlagzeilen von heute sind Morgenschnee von gestern. Nur so ist das nicht. Beruhigungstabletten. Na, sieh mal einer an. Wir sind ein Familienunternehmen. Diese Firma ist unsere Lebensgrundlage, unsere Existenz. Und wenn ich uns sage, dann meine ich auch uns. Jeden einzelnen Mitarbeiter von Ihnen. Wollen Sie etwas trinken? Ja, ein Glas Wasser, bitte. Und deshalb werden wir und dürfen wir niemanden im Stich lassen. Auch nicht die Mitarbeiter des Nein, du wirst schon nicht dran eingehen. Das hier ist nicht das Ende. Dafür gebe ich Ihnen mein Wort. Gar keine schlechte Rede. Ich bin beeindruckt. Wirklich. Oh, danke. Ich glaube, heute Nacht kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Ja, das müssen Sie auch, Frau Dröge. Wir brauchen Sie hier einsatzfähig, sonst bricht noch das Chaos aus. Sie haben in einer halben Stunde einen Termin bei LCL. Sehen Sie, genau das meine ich. Hallo. Hallo. Hey, ich habe gleich noch den Rest meiner Sachen mitgebracht. Ja, nur her damit. Wir kriegen alles unter. Ich mache uns gerade eine Kleinigkeit zu essen, ja? Super. Ah, sag mal, wie machen wir das eigentlich mit der Miete? Ach, du hast doch nur das kleine Zimmer. Komm, ich zahle auf jeden Fall was. Eine schöne Tasche hast du da. Das ist ein altes Erbstück, gehörte früher meiner Mutter. Sie war eine richtige Künstlerin, hat Skulpturen gemacht aus Holz. Und ich wollte ihr schon immer helfen. Als ich dann Werkzeug halten konnte, hat sie mir die hier geschenkt. Vielleicht bin ich ja deshalb Schreinerin geworden. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, jemanden im Haus zu haben, der was reparieren kann. Ich hoffe, du hast Appetit? Ja. Weißt du, was ich irre finde? Dass ich kochen kann? Auch. Aber ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Ja.
Das geht mir genauso. Ist ja lecker. Dana. Hey. Mensch, du siehst toll aus. Jahrestag mit Papa, ne? Habe ich eben total vergessen. Tut mir leid. Oh, das macht doch nichts. Wir haben uns heute vor 29 Jahren kennengelernt. 29 Jahre. Wahnsinn. Hast du Hagen noch erwischt? Und wie hat er reagiert? Du, lass uns da bitte später drüber sprechen. Papa kommt bestimmt gleich. Aber du hast es ihm doch gesagt, oder? Schatz, das musst du. Hagen hat nicht aufgepasst. Es ist sein Kind. Und er muss dieses Problem lösen. Ja. Aber was ist, wenn er sich für sein Kind entscheidet und damit auch für die Mutter? Also wie ich Hagen kenne, wird er sich sicher um sein Kind kümmern wollen. Aber ansonsten, er und Jessica, er empfindet doch überhaupt nichts für Jessica. Ja, aber die beiden verbindet jetzt viel mehr. Ich meine, sie werden sich ständig über Erziehungsfragen austauschen und keine Ahnung. Hagen hat dich geheiratet, weil er dich liebt. Dass du dir extra so viel Zeit genommen hast. Ach, weißt du, wenn du dir so viel Mühe gibst, die Klage abzuwenden, jeder steuert eben seinen Teil bei. Gräfin Lahnstein, was für ein seltenes Vergnügen. Ist alles vorbereitet? Bitte, selbstverständlich. Geht's dir nicht gut? Ich weiß nicht. Danke, ist schon in Ordnung. Geht's los? Wie gesagt, du kannst dich auch gerne um deine angeschlagene Bank kümmern. Ja, meine Damen und Herren, wenn ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Tada! Charlies mediterraner Krabbencocktail. Warum habe ich dich nur weggegeben? Es tut mir so leid, Bella. Diese Firma hat schon ganz andere Krisen überlebt. Das wird nicht... Elisabeth, mit dir stimmt doch irgendwas nicht. Doch, ist alles... Nee, ist gut. Ist schon gut. Das wird nicht das Ende sein, darauf. Ja. Darauf. Also, wie gesagt, wird das nicht das Ende sein. Elisabeth! Hey! Ich fühle keinen Puls.